An dem zweiten Buch habe ich 8 Jahre gearbeitet. 8 Jahre. Bevor ich ein Wort schreibe, habe ich ein Konzept. Am Anfang war das Wort, dem widerspreche ich und ich sage ganz im Sinne, behaupte ich jetzt, von dem Otto Roth, am Anfang war das Konzept. Was ist für dich Konzeptkunst? Fühlst du dich als Konzeptkünstler? Ich bin ein konzeptioneller Künstler. Meine Hauptmedien sind Bild, sie sind Klang, jetzt in dieser Ausstellung eben halt auch Tanz. Und ja, meine große konzeptionelle Fragestellung in meiner Arbeit ist das Thema Raum. Ich habe kein Cover, ich habe kein Buch und keine Struktur, sondern erstmal dieser Raum an sich. Ja, das war meine große Fragestellung. Und da merkt man schon, wie sehr ich jetzt von klassischer Konzeptkunst quasi abweiche. Ich gehe erstmal von dieser materiellen Entität aus. Zu einer Kirche gehört eine Orgel. Das schien mir logisch. Bei der Orgel hatte ich heute, wo ich das leibhaftig gesehen habe, dachte ich, das ist wirklich unglaublich, wie dieser Klangteppich den ganzen Raum erfüllt. Ja, die unterschiedlichen Variationen und wie imposant diese Maschine da in der Kirche platziert ist. Wer spielt die Musik? Ich habe den Eindruck, dass diese Orgel dich nicht braucht, was natürlich nicht ganz stimmt. Ist es eine autopoetische Maschine? Ja, was ist jetzt eigentlich noch die Rolle des Künstlers bei der ganzen Geschichte? Und ich meine, da spielt auch wieder ja, dieses andere Verständnis von Konzeptkunst quasi mit rein. Du hast ja vorhin von deinen Texten als Notation immer gesprochen, wie wichtig quasi der Klang ist. Das Konzept ist für mich quasi auch so wie ein Blatt Notenpapier, so eine Art Partitur. Aber wie ein Dirigent muss man ja quasi diese Noten quasi interpretieren und ja erst zum Klingen bringen. Ne? Ich appliziere nicht einfach nur ein mathematisches Modell, sondern in der Orgel spielt die Physik mit rein, und natürlich bei den Knüpfwerken natürlich die humanen Akteure als Störfaktor. Ich glaube, das ist eigentlich ungewollt eigentlich sehr tagesaktuell, weil wir ja momentan gewissermaßen ja von Modellen in unserem Tun extrem quasi eingeschränkt werden. Und mit Baudrillard gesprochen, ja, kommt quasi die Simulation, bricht in die Realwelt hinein. Das ist eigentlich spannend, einfach zu gucken, was passiert eigentlich, wenn man diese Modelle, und das sehen wir natürlich jetzt in einem sehr großen Sozialversuch, aber im Kleinen, was passiert, wenn man quasi ein Modell auf realweltliche Bedingungen projiziert, und was passiert dann? Und dann passiert eben halt genau nicht das, was man am Computer berechnet. Eine andere Art von Faktor, kein physikalischer Faktor, der ist bei dem Maso-Knüpfwerk. Ja? Und 3 Knüpfer haben den geknüpft, ja, nach dieser Regel. Die haben quasi nur die erste Zeile vorgegeben bekommen und diese Nachbarschaftsregel. Und und dann werde ich immer sehr oft gefragt, ja, ich meine, das ist ja maschinell, ne? Warum lass es nicht in der Maschine machen? Und der Punkt ist, die Maschine macht keine Fehler. Der Fehler im System. Diese 3 Menschen sind verantwortlich für den Fehler und das ist das, was das Ganze so furchtbar interessant macht und sympathisch, dass der Fehler sofort Teil des Systems gemacht. Also der Fehler wird angenommen, der Fehler ist kreativ und der Fehler wird positiv gelesen. Gehen Sie hin, lassen Sie sich von den Künstlern verführen, nähern Sie sich den Kunstwerken, entfernen Sie sich wieder, schauen Sie sich den Teppich auch von hinten an, weil da eröffnet sich eine neue Perspektive, hören Sie die Musik,
lauschen Sie den Klängen und ich bin sehr glücklich, das muss ich ein letztes Mal sagen, heute hier gewesen sein zu dürfen